Es ist Sonntag, der 18. August. Stimmt nicht. Sonntag, der 21. Sonntag, der 21. August. 10 ab 9. Der 118. Tag, das ist es. 10 ab 9. Und Lisa vom Pintlers Rest Hostel hat mich jetzt hier zur Galen Road rausgefahren. Und ich habe sie gefragt und hat sie gesagt, ja, sie bringen mich raus. Das ist sehr nett. Jetzt muss ich da ein bisschen auf der Schotterstraße nachher für eine Weile. Aber es ist wenigstens nicht eine Asphaltstraße. Ja, ich bin am Donnerstag bin ich ja nach Anaconda gegangen. Bei Autostopp war etwa um die 5 Uhr bin ich in der Ortschaft gewesen. Und dann bin ich Pintlers Rest Hostel einchecken. Der T-Dubs ist auch noch wieder auftaucht mit seinem, hat immer noch das Campingbüsli gehabt. Jetzt sind wir am Donnerstag schnell ein Bier gehabt am Abend und dann haben wir abgemacht für den nächsten Tag für nach Butte, die nächste größere Ortschaft da, eine halbe Stunde oder was war es zum Fahren. Und er hat sich bereit erklärt, mich rüber zu fahren, weil ich musste posten. Das neues Hemdli habe ich jetzt, das Wanderhemdli, 2 neue Paar Socken und sonst noch so Gaskanister und Outdoor-Mini. Und die Schuhe habe ich keine bekommen. Das war eigentlich das Wichtigste gewesen. Aber der eine hat keine gute gehabt und auch keine passende Größe und der andere hat auch nicht die richtige Größe gehabt. Jetzt bin ich wieder mit der Alten unterwegs. Ja. Und am Samstag bin ich den ganzen Tag im Pintlers Rest gesehen, habe Fernsehen geschaut und rumgehängt. Ja, und heute Sonntag geht es wieder weiter. Ich habe jetzt meine Schuhe so ein bisschen geflickt. Mit Sicherheitsnadeln, damit es nicht noch mehr aufreißt bei den ersten 60 Meilen. Ja, es wird länger sein, härter oder schwieriger mental die Ortschaft wieder zu verlassen, was am Anfang war es gerade umgekehrt gewesen. Jetzt haben wir angeschissen, die Ortschaft zu gehen. Da hat man möglichst schnell wieder raus wollen. Mittlerweile ist es fast schon anders. Langsam mental recht müde. Es ist fast schon je nach Landschaft ist es fast das Miessen. Die letzten 2 Tage vor Anaconda sind es also wirklich wieder sehr schön gewesen. Ich hoffe, jetzt dass die nächsten 2 Tage bis zum McDonald's Pass auch eine interessante Landschaften zu bieten hat. Es ist jetzt 1 und ich bin wieder auf dem offiziellen Continental Divide. Bis jetzt bin ich ja die Abkürzung gelaufen, dann eine Kundenabkürzung und jetzt bin ich zurück offiziell. Und ich dachte, ich mache hier eine Mittagspause. Aber jetzt hat es so eine Gewitterwolke und es hat dundert und blitzt. Jetzt weiss ich nicht, ob ich nicht weiter soll oder
Oder gleich Mittagspause machen. Ich bin jetzt noch eine halbe Stunde weitergelaufen. Es ist jetzt 1:30 und der Weg ist ein bisschen nach links gegangen. Dann bin ich weiter und ich habe jetzt sogar Sonne. Das Gewitter ist jetzt ist immer ein bisschen rechts von mir gewesen. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ich gucke jetzt schnell an und mache eine Mittagspause. Kaum bin ich losgelaufen nach der Mittagspause. Habe ich den Krampf bekommen, Wadli. Einen rechten. Ich muss ein bisschen ausschütteln und ein bisschen massieren. Ist noch immer noch nicht ganz gut, aber jetzt kann ich wenigstens wieder ein bisschen laufen. Hat sich gerade voll verkrampft. Es ist 7:30 und ich habe jetzt hier am Bächlein noch Wasser gefasst. Zuerst wollte ich auch hier jetzt nachkochen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich jetzt noch eine halbe Stunde laufe, das Zelt aufstellen und das Essen bei mir aufhängen. Es braucht jetzt alles noch Zeit. Darum wollte ich jetzt aber nicht hier noch kochen, alles auspacken und dann wieder einpacken und dann wieder eine halbe Stunde weiter. Sondern es ist 5:08 und ich habe Hotdog oben heißes Wasser gekocht. Hat schon blodert, das Wasser. Ich lasse jetzt noch gerade einen Moment heißes Wasser rein. Also noch ein bisschen wärmer werden. Und gleichzeitig habe ich einfach mit dem Zelt angefangen aufzubauen. Ich bin aber noch nicht so weit. Das Wasser wird schnell kochen, als das Zelt aufgebaut ist. Jetzt, bevor ich mit dem Zeltaufbau weitermache, tue ich jetzt das Nachtessen. Ja. Wir haben heute Montag, den 22. August. Es ist jetzt 8 Uhr. Ein bisschen spät. An diesem heutigen 119. Tag. Das Ziel war heute auf einem McDonalds-Pass zu laufen. Das sind 30 Meilen. Darum bin ich ein bisschen spät für das. Aber
Ich nehme jetzt gerade hier eine Abkürzung. Die sollte mir 2 Meilen ersparen. Dann mal schauen. Ich war jetzt zurück auf dem CDT nach dieser Abkürzung. Die Abkürzung war 4,8 Meilen und die Originalstrecke ist 7,7 Meilen. Also fast 3 Meilen gespart. Ja. Es hilft natürlich, dass man bis am Abend auf einem McDonald's Pass rufen mag. Es ist 10 vor 12 und es hat jetzt angefangen zu regnen. Genau oben mir oben ist es eine graue Wolke. Hintertum ist blau. Es tut sogar leicht hageln. Nicht nur regnen, aber geht jetzt gleich weiter. Richtig gutes Plätzchen habe ich noch keins gesehen, wo man unter einem Baum unter den Eichen, wo man trocken bleiben ist. Also so ein kleine Hudelbäumchen oder der Schnitt für schlaues Äst dran. Also es ist jetzt 10 ab 12 Uhr. Und ich bin jetzt hier unter ein paar Tannenbäume angeguckt. Das sind 2 Tannenbäume und relativ trocken. Weil das Gewitter ist genau ab mir. Ja, und jetzt hocke ich da. Das ist jetzt ein bisschen ungemütlich. Nicht so gut zum Hocken nicht. Aber ich mache jetzt hier mein Mittag. In der Hoffnung, dass wenn ich den gegessen habe, dass das Gewitter vorbeigezogen ist. Gestern bin ich schon eher rumgekommen, heute bin ich voll reingelaufen. Es ist 20 vor 1 und ich habe zu Mittag gegessen unter diesem Baum oder diesen 3-4 Bäumen. Es war nicht sehr bequem, da dort unten zu huren. Aber ich habe zu Mittag nicht und das hätte auch nachgegangen regnen. Da habe ich gedacht, geht es weiter und deswegen nehmen wir etwas später. Und jetzt, wenn ich loslaufe, fährt es wieder vertröpfeln. Muss man dann aufpassen, wenn man über die Baumstämme läuft. Wenn sie nass sind, sind sie dann recht geschliffrig. Ich bin jetzt eine halbe Stunde noch angeguckt. Habe Schokolade gegessen. Und jetzt geht es weiter. In einer halben Stunde sollte ich zum nächsten Wasser kommen. Was nötig ist, weil ich kann nicht mehr viel.
Es ist 5:07 und ich musste gerade Wasser filtern zu einem grusigen Loch aus. Aber besser ist gar nicht. Und dort überall Beerenstuden. Muss ich auch bei dir halten, ein paar essen. Aber ich bin gleich am Ziel. 0,7 Meilen. Jetzt ist auch schon wieder 7:45. Ich bin hier am Picknickplatz oder Campingplatz am McDonald Pass. Ich habe jetzt gerade hier zu Nacht gegessen auf dem Bänkchen hier. Ich gehe jetzt mein Zelt aufstellen. Es ist Dienstag, der 23. August, 5:08 und ich bin noch hier auf dem McDonald Pass. Und zwar auf dem Tagesbenutzerplatz oder so irgendetwas, Parkplatz. Es ist nicht der offizielle Zeltplatz, der wäre irgendwie halbe Meile weiter entfernt, aber ich habe da auf dem Tagesplatz da übernachtet. Ich hatte ein WC-Häuschen und eine Bank und Tisch. Ich habe jetzt gerade zum Morgen gegessen, Zähne geputzt und muss jetzt noch meine Sachen im Rucksack versorgen. Dann geht es 4 zur Straße, gehe Auto stöppeln, ab auf Helena. Dort 2-3 Sachen posten, Schuhe vor allem. Es ist jetzt 8:45 und ich bin in Helena. Etwa 20 Minuten, 25 Minuten müssen warten, bis mich jemand mitgenommen hat. Und, der nette Herr hat mich direkt zum Capital Sport gebracht. Ich bin noch 5 Minuten, 10 Minuten zu früh dort. Der Laden hat erst um 9 Uhr aufgetan. Aber mittlerweile habe ich meine Schuhe gepostet und mache mich jetzt auf den Weg zum Lebensmittelladen. Es ist jetzt 11:45. Ich bin immer noch hier in Helena. Jetzt bin ich noch genau vis-à-vis der anderen Strassenseite vom Supermarkt war ein Kaffee. Dann wollte ich dort zu Mittag essen. Da bin ich noch etwas zu früh. Bis um 11 Uhr haben sie zum Morgen serviert. Wir mussten warten bis 11 Uhr. Und dann ist dort ein Pärchen gehockt auf dem Bänkchen und haben auf den Tisch gewartet. Das Gespräch kurz. Und um 11 Uhr habe ich dann einen Tisch bekommen und habe einen Hamburger bestellt. Und als sie mir dann serviert hat, hat sie gesagt, ich müsse nicht zahlen, das sei schon. Die Rechnung sei schon übernommen worden. Dann hat das Pärchen, das ich geredet habe davor, hat mir einfach ein Mittag gezahlt. Ja, ganz verrückt. Und jetzt habe ich gegessen und eingekauft und neue Schuhe. Und jetzt müsste ich einfach runter zurück auf den McDonald's Pass. Ich bin jetzt wieder zurück auf dem McDonald's Pass. Sie ist jetzt 10:01.
Ich habe es noch lange schnurrt mit dem Dave. Nein, nicht Dave, wie der geheißen. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Er hat mich hier gefahren. Haben wir aber noch sicher eine Viertelstunde geschnurrt hier oben. Aber jetzt geht es weiter. Es ist 20 vor 3 und ich mache hier gerade eine Pause beim Tom's Water Cache, glaube ich. Tom heisst er, hat Wasser deponiert. Es ist 20 ab 4 und ich bin jetzt hier abgebogen auf eine Seitenstrasse zum Wasser holen. Irgendwo soll es da einen Trog haben mit fließendem Wasser. Also hier hat es rum. Da kann das Wasser gar nicht so weit weg sein. Ich bin jetzt gerade da unter einem Baum gehockt. Warte gerade das Schlimmste ab, jetzt hat es gerade ein bisschen stärker angefangen. Aber es geht nicht mehr lange, ich habe jetzt gleich Sonne. Und irgendwo muss jetzt der Regenbogen gehen. 5:30. Ich laufe jetzt wieder weiter, es hat nachgeregnet. Etwas Nieseln tut es noch ein bisschen. Die Sonne ist draussen. Aber statt dass ich da in der Pause etwas gegessen habe, habe ich am Handy rumgedrückt. Ja. Ja, jetzt ist da gerade wieder ein Baum im Weg. Ich habe mein Zeltplätzchen gefunden. Gerade unter dem Baum. Also es ist 10:08, das Zelt steht. Ist alles eingerichtet. Jetzt gehe ich zur Nacht. Und zwar geht es heute zur Nacht. Ein Sandwich von Jimmy Jones. Fritos, Chili Cheese, Dr. Pepper und ein Hershey Cookie und Cream Schokolade zum Dessert. (7:35 Uhr) an diesem nebligen Mittwochmorgen, 23. August, Tag 121. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich hatte plötzlich so Schweißausbrüche.
und ein flaues Gefühl im Magen. Ich denke, es ist irgendetwas nicht gut gewesen mit dem Wasser. Vorgestern am Abend, als ich Wasser gefasst habe am McDonalds Pass, eine Grundquelle da, das war ein Fass, glaube ich, das sie versenkt haben und wo sich vom Boden her aufgefüllt hat. Da hat es viele Algen drin gehabt, die habe ich dann rausgenommen. Und ich glaube, es ist noch ein bisschen Rost oder so. Ja, ich habe immer noch so ein bisschen flaues Gefühl im Magen. Aber ja, 27 Meilen bis zum Stempelpass. Dave's Outfitter. Ja. Bis dann schaffen wir schon, aber vielleicht hat der Laden bis ich dich zu. Es ist jetzt 10 nach 10 und irgendwo hier sollte Diana Spring sein. Ein weißer Trog, wo Wasser reinläuft, aber ich sehe doch nicht in dem Nebel rein. Was eigentlich? Ah, da vorne könnte sein. Ja, dort ist. Ja, hei. Es ist jetzt 20 vor 1 und ich mache jetzt gerade ein bisschen Pause. Ich weiß nicht, ob ich etwas esse. Die Banane esse ich gerade, aber es ist mir nicht so wohl. Ich weiß nicht, ob ich es mag behalten, wenn ich etwas esse. Der Magen tut ein bisschen blöd. Auf jeden Fall, ich bin jetzt etwa eine gute Stunde mit Magic Mike zusammengelaufen. Plötzlich kommt er mir entgegen. Und dann habe ich gefragt, wo er hin will. Dann hat er gesagt, Richtung Norden. Und dann habe ich gesagt, ich rein. Jetzt hat er irgendwie im Nebel rein, da Orientierung verloren und ist Richtung Süden wieder gelaufen. Ja. Ich muss jetzt gerade ein bisschen anhocken. Gerade Pause machen. Es ist 10:01. Laufen jetzt wieder weiter. Ich habe jetzt eine Banane und ein Snickers gegessen. Und dann schauen, wie der Magen das vertreibt. Es sind jetzt noch 13,5 Meilen bis zum Dave's Heideweid Outfitter. Das sollte ich eigentlich schaffen. Es ist 2:45
Und Magic Mike läuft gerade oben. Ich habe ihn gerade wieder reingeholt, weil er hat sein Zelt gerechnet. Ich habe ein bisschen Pause gemacht, dann habe ich ihn wieder reingeholt. Und ich rechne jetzt hier mein Zelt ein bisschen aus. Ist ein bisschen komisch gestellt, aber zum Rechnen. Es ist jetzt 5 ab 6 und ich komme langsam näher meinem Tagesziel. Stempelpass. Stempelpass. Und ich hoffe, dass der Dave noch offen hat. Ich werde Gocki kaufen zur Beruhigung von meinem Magen. Obwohl es ist gerade jetzt schon einiges besser. Nachdem ich zum Morgen gegessen habe und eigentlich schon gemeint habe, ich mir es wieder absiegen. Ich war schon hinter dem Gebüsch gewesen. Und also, bevor ich vom Schwarzberg unterbrochen worden bin, der Magic Mike hat mir eine Tablette gegeben zur Beruhigung vom Magen. Und ich habe eigentlich nach dem Morgen nie mehr gegessen, außer der Banane, ein Snickers und ein Farmerstängel. Aber jetzt habe ich doch langsam Hunger. Jetzt gibt es etwas zu Nacht beim Dave und machen wir ein Hotdog. Und ich war ja eigentlich schon beim Dave, aber ich habe dann noch ein bisschen Fronarbeit geleistet. Beim Poorman Spring habe ich noch ein bisschen gearbeitet. Jetzt kann man wenigstens anständig Wasser füllen, jetzt kann man eine Flasche unten haben. Also es ist Donnerstag, der 25. August. Kurz nach der 10. Ich laufe jetzt weiter. Verlasse den Heideweide Outfitter, den Dave. Cooler Laden. Der Magic Mike und ich haben gestern hier übernachtet, das Zelt aufgestellt. Es hat geregnet in der Nacht. Und da heute Morgen hat es schon wieder geregnet. Und der Wetterbericht hat mehr Regen am Nachmittag. Die Temperatur war heute Morgen 12 Grad. Auch nicht ganz super. Der Magen ist immer noch scheiße. Ich habe morgen gemeint, ich muss mir es gut begeben. Im Notfall 25 Meilen komme ich zum Rogers Pass. Gut stark befahrene Straße abgeht nach Lincoln, die Ortschaft. Aber falls es besser werden
ist das Ziel gerade knapp über 80 Meilen nach zum Benchmark Trailhead zu laufen und nachher nach Augusta per Autostopp runterzugehen, posten wieder für die nächste Etappe. Ja, wir sehen, wie es läuft heute und müssen wir voll abnehmen. Also das ist der eigentliche Pass, das ist der Stempelpass. 4 Schotterstrassen, die zusammenkommen. Und sonst ist da nie. Ein WC hat es noch hier unten und 2-3 Picknicktisch. Und der Dave mit seinem Laden. Eben irgendwo. Dort oben im Hang oben ist der Dave daheim mit seinem Laden. Er schläft im Laden. Es ist daheim, der Laden. Es ist jetzt 10 vor 12 Uhr. Jetzt bin ich so gelaufen. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Dann fliegt man Fliegen jetzt mal. Und das hat etwas ausgelesen. Ich habe gerade zum Morgen runtergehen. Ja. Vielleicht ist das jetzt das gewesen, was befürchtet. Es ist jetzt 1. Jetzt mache ich da gerade ein bisschen Pause. Essen tue ich wahrscheinlich nie Grosses. Vielleicht ist es Snickers. Aber es tue ich ein bisschen anliegen. Es sind jetzt noch 5 Meilen bis zum Fletcherpass, wo es ja wieder Wasser hat. Es ist 15:35 Uhr und ich komme jetzt gerade zum Fletcherpass und das ist gar nicht so schlecht fertig, dass ich nicht jetzt weg bin. Sicher nicht nur wegen dem einen Snickers, den ich gegessen habe. Das ist größtenteils der obwaldliche Nebelgrind, wo keine Schwäche zulassen. Also Picknicktisch und das WC und Bärenkanister. Jetzt liege ich da irgendwo im Schatten. Es ist jetzt 5:25 Uhr und ich bin zurück vom Wasser holen. Und auf dem Weg zurück ist der Peter Patter mir entgegengekommen, an der Wanderer. Und hat aber gefragt, was mir ging. Hat sich schon mal gesprochen. Magic Mike hat ein Buschtelefon gespielt und er hat mir jetzt so Tabletten gegeben. Schauen, ob die etwas nicht sind. Mittlerweile hat es
dunkle Wolken über mir und es dundert. Bis jetzt regnet es noch nicht. Ich verziehe mich jetzt da gerade ins Vordach vom WC-Häusli. Da wahrscheinlich gerade die Luftmotor dazu aufblasen und liege dann an. Und wenn das Wetter besser wird, dann ist das Zelt aufstellen und wenn es nicht besser wird, dann verziehe ich mich das WC-Häusli ganz, schließe die Türen und gut ist. Ja. Und wenn es mir dann darum ist, esse ich etwas. Wenn es nicht besser wird, dann muss ich morgen einen Pass fahren, Autosteppeln nach Lincoln. Es ist Freitag, der 26. August, halb 10. Ich bin immer noch auf dem Fleischerpass. Habe mich noch nie bewegt, außer vom Zelt zum WC und wieder zurück. Ein paar Mal. Ich habe gestern etwas zu Nacht gegessen, aber mittlerweile ist der Magen wieder leer. Durchfall. Und durch das habe ich auch viel Flüssigkeit verloren. Ich habe ein bisschen Kopfweh. Aber sonst geht es mir ein bisschen besser. Ist ja nie mehr im Magen, wo könnte Probleme machen. Was mache ich heute? Nicht den Haufen. Also laufen tue ich heute nicht. Wenn es mir darum ist, packe ich zusammen und gehe zum Passvieren und die Autosteppeln nach Lincoln. Unplanmäßig Stopp war das. Und habe mir überlegt, ob ich vielleicht gerade von Lincoln weiter steppeln nach Augusta. Das war dann der nächste Stopp. Weil irgendwie, es macht mich überhaupt nicht mehr an momentan. Ja. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen liegen.